Grüß euch. Wie versprochen geht es jetzt endlich weiter mit dem Bagger. Und ich will gar nicht zu viel reden, aber wir starten gleich mal mit der Wand da und schauen mal, ob das überhaupt funktioniert. So Leute, ich bin fest staubig. Was gibt es jetzt zum Sagen? Wie ihr seht, ich wand das fast komplett weg, aber ich sage euch das, ich bin echt viel zu schlecht für das. Plus, ein Problem haben wir nämlich bei der ganzen Sache und das zeige ich euch jetzt. Ja. Die Wand, diese Tonziegelwand, ja, die ist eigentlich so wach, dass teilweise nicht genug Widerstand ist, dass der zum Schlagen anfängt. Ja. Dafür, dort was zu wach ist, kann man einfach so durchstechen, ist auch okay. Also wir haben simultan die meinige dort gerade im Hatzraum durchbrechen mit der Hand. Das dauert schon einiges länger. Ja. Das ist jetzt Zusatzsteuergerät. Ich habe mir jetzt diesen Spanner drum geklickt, das ist ein Gummizug, dass wenn er am 4. Tag, dass er vorn bleibt, dass er schlagt, weil sonst kann ich nicht mit beiden Joysticks arbeiten und das halten. Geht halt nicht. Ne? Was ich draufgekommen bin für mich als schlechten Fahrer, du musst mit dem Hydromaster halt recht viel Gas geben, dann ist er wirklich schwer zum Kontrollieren, also schwer zum Kontrollieren, es geht, aber wie gesagt, ich bin jetzt 1,2 Betriebsstunden gefahren mit ihm und wow, ich muss da echt üben. Was noch zum Sagen ist, da hört der Bagger auf, plus das Ding ist relativ groß. Schaut euch das einmal an. Er funktioniert, er hat keine Probleme jetzt gemacht. Diese Zusatzhydrauliklüftung funktioniert richtig gut. Ich habe ein bisschen gegriffen auf die Hydraulikschleifer, was mich interessiert hat. Wenn man es mit der Hand noch problemlos greifen kann. Super, ne? Das war das China-Hydromassel, es funktioniert. Was ich auf jeden Fall sagen kann, wenn wer nur Betonplatten am Boden wegstремmt oder sowas, ist halt super einfach, weil dann drücke ich mit dem Bagger drauf, hebt man ein Stückchen sogar auf den Bagger, schalte ein, und setze nach. Ne? Es war vielleicht jetzt für mich als ungeübten Fahrer mit dem Bagger auf so engen Raum eine Wand wegschremmen, ist vielleicht nicht die einfachste Arbeit. Ich würde es jetzt so machen, ich möchte probieren, die zwei Wände, also da hinten die Wand und da seitlich, also die Ecken da ist der Öltank drinnen, die will ich natürlich auch noch weg haben. Das würde ich probieren mit einem schmalen Löffel, weil die Wand ist nur dünner, das ist nur 10er Wand, vielleicht kann ich einfach so durchgreifen.
kommentieren, abonnieren und liken bitte nicht vergessen. Und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Pfiat euch!